Hallo und herzlich willkommen in der Reger Academy. Ich möchte Ihnen in diesem Video die korrekte Nutzung des laparoskopischen Vernebelers oder auch Nebulizers mit der Artikelnummer 770-12 von Reger Medizintechnik erklären. Sie bekommen den Nebulizer in einer solchen Kartonverpackung angeliefert. Bevor Sie den Karton öffnen, prüfen Sie bitte als erstes, ob das Haltbarkeitsdatum überschritten wurde. Sollte dies der Fall sein, muss das Produkt unbedingt ausgetauscht werden, da dann die Sterilität nicht mehr sichergestellt ist. Nachdem Sie die Haltbarkeit überprüft haben, können Sie den Karton öffnen und die Blisterverpackung entnehmen. Hier sehen Sie, dass zusätzlich zu dem Instrument noch eine Gebrauchsanweisung und ein Bogen mit Patientenetiketten mitgeliefert werden. Diese Etiketten ermöglichen die spätere Identifikation des eingesetzten Geräts inklusive Lotnummer. Nun können Sie am Anwendungsort die sterile Blisterverpackung öffnen. Dazu ziehen Sie einfach die Deckfolie ab und entfernen die Fixierung. Jetzt kann der Nebulizer mitsamt des 3 Meter langen Anschlussschlauchs entnommen werden. Als nächstes folgt nun der Funktionstest, bei dem auch die optimale Einstellung des Injektors ermittelt wird. Dieser Funktionstest muss unbedingt vor jeder Anwendung am Patient durchgeführt werden. Dadurch kann verhindert werden, dass die Behandlung aufgrund einer automatischen Überdruckabschaltung unterbrochen oder das Behandlungsergebnis durch mangelhafte Vernebelung beeinträchtigt wird. Vor der Benutzung schieben Sie bitte den Nebulizer in eine Kameraschutzhülle und fixieren diese mit dem Gerät. Dann füllen Sie bitte die Spritze Ihres Injektors mit steriler Kochsalzlösung oder sterilem demineralisiertem Wasser und verbinden den Lürlock-Anschluss am Schlauch des Nebulizers mit der Spritze. Anschließend ziehen Sie bitte den Kameraüberzug bis über die Verbindung und fixieren diesen an der Spritze. Am Injektor stellen Sie bitte den Abschaltdruck auf 20 bar bzw. 300 psi ein, um eine Beschädigung des Nebulizers oder des Schlauchs durch einen zu hohen Druck auszuschließen. Anschließend wählen Sie die Einstellung am Injektor bitte so, dass während der Vernebelung ein Druck zwischen 10 und 20 bar bzw. 150 und 300 psi aufgebaut wird. Nun kann der eigentliche Funktionstest losgehen. Nachdem Sie den Injektionsvorgang gestartet haben, beobachten Sie bitte, ob aus der Spitze des Nebulizers ein feiner Nebel austritt. Falls Sie hier beobachten sollten, dass der Injektor in die Druckbegrenzung kommt, ohne dass Flüssigkeit an der Spitze des Nebulizers austritt, tauschen Sie diesen bitte aus und senden Sie ihn zur Analyse an den Hersteller zurück. Falls an der Spitze des Nebulizers ein Wasserstrahl oder nur ein grober Nebel austritt, prüfen Sie bitte, ob der Mindestdruck von 10 bar bzw. 150 psi am Injektor erreicht wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie den Test bitte mit einer höheren Flussrate. Sollte trotz korrektem Druck keine feine Vernebelung zustande kommen, tauschen Sie bitte den Nebulizer ebenfalls aus und senden diesen an den Hersteller zurück. Falls der Injektor während des Funktionstests in die Druckbegrenzung gerät und abschellt, wiederholen Sie den Test bitte mit einer etwas geringeren Flussrate. Sobald Sie die optimale Flussrate für Ihren Aufbau ermittelt haben, ist der Funktionstest abgeschlossen und Sie können mit den ermittelten Einstellungen mit der Behandlung am Patienten beginnen. Nach Abschluss der Anwendung achten Sie bitte darauf, dass der Nebulizer fachgerecht entsorgt wird. Das Gerät darf auf keinen Fall erneut verwendet werden, da zum einen keine Resterilisierung möglich ist und daher bei einer Wiederverwendung ein hohes Infektionsrisiko besteht. Und zum anderen können Ablagerungen im Inneren dazu führen, dass die Flüssigkeit nicht wie gewünscht vernebelt und dadurch der Behandlungserfolg gefährdet wird.
Falls Sie Fragen zum Nebulizer oder auch einen Verbesserungsvorschlag zu diesem Produkt oder zu den hier in der Rega Academy bereitgestellten Informationen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns diese direkt mitteilen könnten. Hierzu können Sie entweder das Kontaktformular auf dieser Seite oder die Kontaktinformationen des Herstellers auf der Produktverpackung oder der Gebrauchsanweisung nutzen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video.